Natürlich war es am Anfang für mich sehr schwer zu begreifen, so eine Diagnose zu bekommen. Man spürt Krebs in dem Sinn auch nicht. Man spürt es vielleicht erst, wenn es wirklich zu spät ist. Am meisten Angst hatte ich natürlich, zu sterben. Ich bin Dana, 35 und Projektleiterin in der Luftfahrtindustrie. Ich habe die Diagnose Brustkrebs mit 33 bekommen. Es war natürlich ein harter Schlag, denn wenn man so jung ist, dann rechnet man mit sowas nicht. Zu der Zeit stand ich voll im Leben. Ich war erfolgreich im Job, ich hatte Hobbys, wir haben ein Haus gebaut. Wie man halt als junger Mensch so ist, man möchte immer mehr, man sieht vielleicht auch nicht mehr das, was man schon erreicht hatte. Immer mehr, immer höher, immer schneller sozusagen. Und dann der Clash. Ich hatte den Knoten selbst ertastet. Ich muss zugeben, am Anfang habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich war fit, ich war jung und ich hätte nie damit gerechnet, dass es sowas sein könnte. Als ich es entdeckt hatte, hatte ich überhaupt keine Schmerzen. Also man spürt Krebs in dem Sinn auch nicht. Man spürt es vielleicht erst, wenn es wirklich zu spät ist. Die Diagnose war natürlich ein sehr schwerer Moment. Im ersten Moment dachte ich, dass es nicht sein kann und die Proben vertauscht hätten. Am meisten Angst hatte ich natürlich, zu sterben. Für mich war Krebs gleich tot und da ich keine Berührungspunkte in der Vergangenheit hatte, hat mir das natürlich enorm Angst gemacht. Ich habe es natürlich meiner engen Familie, Freunden erzählt. Die waren alle geschockt, weil das so gar nicht zu mir passt. Alle kannten mich fit und fröhlich. Wenn du die Diagnose Brustkrebs bekommen hast, dann hör nicht auf, an dich zu glauben, hab Mut und verlier nie die Hoffnung. Mein Leben hat sich natürlich nach der Diagnose direkt verändert. Man muss sich vorstellen, man ist ein junger Mensch. Am Tag der Diagnose wird man aus seinem Leben gerissen. Also du gehst nicht mehr zur Arbeit, du gehst nicht mehr deinen Hobbys nach, du hast nur noch Krankenhaustermine, bis dann feststeht, ob man dir überhaupt helfen kann. Natürlich ist es schwierig, Brustkrebs zu vermeiden. Wichtig ist, dass man ihn relativ früh entdeckt, denn da sind eben die Heilungschancen am besten. Deshalb, liebe Frauen, geht zur Vorsorge. Ich hatte Glück, man konnte direkt operieren. Danach folgte dann 6-monatige Chemotherapie. Ich erinnere mich noch, als es angefangen hat, dass ich einzelne Haare verloren habe, habe ich dann gesagt, nee, es geht nicht und habe mir einfach die Haare dann selbst runterrasiert. Mir hat es auch eine gewisse Stärke dann gegeben. Es gibt viele Frauen, die sich natürlich über die Haare definieren. Plötzlich keine Haare mehr zu haben, stellt hinsichtlich Weiblichkeit, glaube ich, schon eine große Hürde dar. Ich kann Krebspatientinnen den Tipp geben, dass sie sich immer vor Augen halten, dass es viele gibt, die durch die ganze Diagnose und Therapie gegangen sind und es geschafft haben, sich genau an solchen positiven Beispielen orientieren. Wir haben auch ganz viele Menschen Hoffnung gegeben, die sowas durchlebt hatten und denen es jetzt wieder gut geht. Besonders beigestanden hat mir natürlich mein Partner, der war eigentlich 24/7 für mich da. Er hat mich zu jeder Untersuchung begleitet, weil ich glaube, man kann nichts Härteres zusammen durchstehen. Auch meine Familie hat mich in jeder Hinsicht unterstützt. Es gab Freunde, die gingen, andere, die sind geblieben. Die Beziehungen zu denen, die geblieben sind, die sind viel stärker geworden. Wenn eine Freundin oder Verwandte von dir an Brustkrebs erkrankt, dann sei einfach für sie da, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe zu der Therapie von meinem Bruder und meiner Schwägerin, mein Partner hat die auch ergänzt, eine Kette bekommen. Die hat mir natürlich sehr stark Hoffnung gegeben. Als meine Chemotherapie vorbei war, da fiel von mir eine riesige Last ab. Einfach Freude pur über mein neues Leben. Ich glaube, das bringt einem ganz weit zurück zu sich selbst und halt auch auf die Dinge im Leben zu achten, die wirklich wichtig sind. Okay, während meiner Therapie habe ich viele Dinge gesucht, die mir helfen könnten. Plötzlich gefiel mir Yoga
und habe dann kurzerhand beschlossen, eine Ausbildung zu machen im Bereich Yoga, auch als Atemtrainerin, um eben auch meine eigene Angst wegzuatmen. Ich habe das tatsächlich auch bei der Bestrahlung praktiziert. Zugleich habe ich mich mit der Ernährung so stark wie noch nie in meinem Leben auseinandergesetzt und habe immer mehr verstanden, wie wichtig Ernährung für unsere menschliche Gesundheit ist. Habe deshalb auch mittlerweile mein eigenes Online-Programm entwickelt. In diesem Programm habe ich alles das, was mir selber geholfen hat, zusammengefasst und damit möchte ich allen anderen Frauen helfen, wieder in ein neues Leben zu kommen. Die größte Schwierigkeit beim Thema Brustkrebs in der Gesellschaft sehe ich darin, dass natürlich niemand gerne zur Vorsorge geht. Pink Ribbon hat für mich eine entscheidende Rolle gespielt bei meiner Krebserkrankung, unter anderem auch die Sylvie Mais vertreten als Ambassador und die war für mich immer meine Person, an der ich mich eigentlich festgehalten habe und mir gedacht habe, sie hat es geschafft, also schaffst du es auch. Ja, ich bin relativ schnell auch Pink Ribbon Ambassador geworden. Ich möchte durch mein Engagement bei Pink Ribbon vor allem erreichen, dass ich Frauen Mut mache, zunächst zur Vorsorge zu gehen, aber auch Erkrankten Mut mache und zeige, dass die Krise auch eine Chance sein kann und dass man sowas gut überstehen kann. Bei meinem Weg zurück ins Leben hat mir natürlich geholfen, mich selbst zu reflektieren, zu erfahren, wer ich wirklich bin und was ich auch im Leben möchte, aber natürlich auch Sport, Bewegung und eine gesunde Ernährung. Ich bin vor allem dankbar, heute noch hier sein zu dürfen, für ganz viele kleine Dinge, die ich vielleicht früher nicht so gesehen hatte. Und vor allem bin ich happy, jeden Tag arbeiten zu dürfen. Wer ein Jahr mal aus der Arbeit raus war, ja, der kann das vielleicht nachvollziehen, dass es tatsächlich ein Segen ist, jeden Tag an die Arbeit zu gehen. Die Welt kann vielleicht von mir lernen, ja, dass man einfach manchmal mutig sein muss, dass man die Hoffnung nie aufgeben soll. Unsere schwersten Krisen sind oft unsere größten Chancen. Es gibt nur ein Leben, unsere Zeit hier ist begrenzt. Darüber macht man sich ja, gerade in meinem Alter noch wenig Gedanken und wir genauer die Zeit, die wir haben, nutzen müssen.